Hi Braufreunde, ich bin Thomas von Leugtalbräu, der Hobbybraukanal. Heute sind wir im Saarland, hier in Weißkirchen bei einem Braukollegen von mir und heute stelle ich euch gerne die Polsinelli Easy 50 Anlage vor. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. So, hier sind wir jetzt auch schon bei der Anlage live dabei beim Brauvorgang. Wir haben hier ein 3 Geräte-Sudwerk. Das heißt, hier haben wir unseren Nachguss. Dann der zweite Behälter ist der Maischetopf mit dem Rührwerk obendran. Und der dritte Topf ist unser Kochtopf, wo dann nachher die Würze drin gekocht wird. Vom Aufbau her eigentlich recht gut gelöst. Hier auf so Edelstahlständern ist die ganze Anlage dann in verschiedenen Höhen dann montiert. Das heißt, man kann dann direkt hier vom Nachguss her hier in den Maischetopf dann den Nachguss draufgeben. An den Töpfen auch ganz gut gemacht, direkt eine Temperaturanzeige, dass ich dann auch sehe, hier aktuell meine Temperaturen, die ich fahre. Von den Gasbrennern her ist alles manuell. Das heißt, hier ist jetzt auch kein Sicherheitsventil oder sowas mit dran. Also vorsichtig sein, immer mit dabei sein, wenn gebraut wird. Generell würde ich, wenn ich mit Gas braue, immer schauen, immer in der Nähe zu sein. Von der Verarbeitung her würde ich sagen, ist wirklich recht gut verarbeitet. Die ganze Sache hier auch mit den Ablauffäden direkt integriert an den Töpfen. Aktuell sind wir jetzt hier in Maibock am Brauen. Der Brauvorgang ist hier schon gestartet worden. Das heißt, wir sind jetzt hier aktuell auf knapp 65 Grad. Der Maltoserast. Wir können nochmal in den Topf jetzt reingucken. Das Rührwerk läuft. Schauen wir einfach mal hier rein. Und so sieht das dann im Inneren aus. Nicht wundern, dass hier die Flasche hier drauf steht. Die habe ich nur aus dem Grund drauf gemacht, weil das Blech vibriert und das Ganze dann stören tut. Da muss man sich noch was einfallen lassen, um die Vibrationen dann zu minimieren. Das heißt, wenn ich das jetzt hier weghole, dann hört man schön die Vibration. Und mit der Flasche ist das dann halt momentan jetzt weg. So, wir sind jetzt hier an unserer nächsten Rast angelangt, und zwar der Verzuckerungsrast jetzt bei aktuell 72 Grad. Und dann warten wir jetzt einfach mal ab bis zur nächsten Rast. Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit. Von den Brautöpfen vielleicht noch zu sagen, hier der Nachgusstopf hat ein Volumen von 50 Litern. Dann der Maischetopf ebenfalls 50 Liter und hier der Topf zum Kochen, der hat ein Volumen von 75 Litern. Wir haben jetzt hier bei dem Maibock haben wir jetzt ein Verhältnis von der Schüttung zu 16 Kilo Malz auf 43 Liter Hauptguss. Der Nachguss wird dann nach Bedarf gemacht, dass wir nachher eine Stammwürze von 16 Plato erreichen. So, wir sind jetzt hier mit unseren Rasten komplett durch, kommen jetzt hier in die Abläuterphase rein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Temperatur von 78 Grad Abläutertemperatur erreicht. Läuterruhe von 20 Minuten haben wir gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Spezialschlauch schon hier angeschlossen. Das ist ein hitzebeständiger Schlauch, der auch bei der Anlage dabei ist, wo das Ganze dann jetzt gleich hier in den Kochtopf abgeläutert wird.
Das Läutersieb, was jetzt hier im Maischetopf drin ist, sieht man jetzt nicht. Das gucken wir uns nachher mal an. Das ist hier im unteren Bereich so ein Filtersieb, was intern eingesetzt ist, und das filtert dann die festen Stoffe dann raus, dass wir dann an sich klare Würze rausbekommen. So, wird jetzt hier erstmal ein bisschen Würze abgezogen, dass wir dann, bis es klar läuft. Das ist dann auch hier unser Braumeister am Werk, der das Ganze jetzt realisiert hier. Haben hier auch ganz leicht aufgedreht. Das heißt, das Ganze läuft jetzt hier sauber und klar in unseren Kochtopf rein. Das heißt, wir haben jetzt hier für unseren Nachguss, der hier im Behälter ist, hier die Verlängerung auch angesetzt, und hier unser Sparge-Blech, das Fly-Sparge, was auch im Set mit dabei ist. Das wird einfach nur hier oben drauf hier auf den Maischebottich aufgesetzt, und wir öffnen jetzt hier einfach den Hahn. Und dann kann das schön langsam hier drüber laufen dann, ne? Wir haben jetzt hier aktuell auch schon eine Stammwürze Messung gemacht. Wir haben jetzt aktuell ohne den Nachguss 23 Plato. Das heißt, wir geben dann so viel Nachguss drauf, bis wir unsere 16 Plato erreicht haben. So, wir sind jetzt hier mit der Abläuterphase durch. Hier sehen wir den Rest von unserem Treber. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen aufgemacht, um zu sehen, ob wir komplett hier durch sind mit dem Wasser, ob das alles durchgelaufen ist. Hier läuft es jetzt noch ein kleines bisschen raus. Sind jetzt hier den Kochtopf auch schon am Hochheizen, hat jetzt annähernd 80 Grad. Die Vorderwürze, Hopfung haben wir schon mal gemacht hier. Der Maischetopf wurde jetzt gereinigt. Wir sehen jetzt hier auch im Inneren den Halo-Filter, der für die Treberfilterung zuständig ist. Wir sehen auch hier, wenn man jetzt hier ganz genau guckt, hier unten haben wir einen Spalt. Das ist natürlich etwas unglücklich. Jetzt gerade beim Filtern ist mir auch aufgefallen, dass da Trubstoffe mit rausgekommen sind. Das muss man sich dann nochmal genau angucken, wie wir das Ganze dann verbessern können, dass das dann auch press auf dem Boden sitzt. Das sollte nicht so sein, ne? Hier sind wir jetzt beim Hopfenkochen. Das heißt, wir sind jetzt hier nahe an 100 Grad, also 90 Grad haben wir jetzt aktuell. Also dauert jetzt nicht mehr lange, bis der anfängt zu kochen. Ja, das war es soweit auch schon zur Polsinelli Easy 50 Anlage. Das ist eine wirklich klasse Anlage für günstiges Geld, sage ich jetzt mal so. Und man hat eigentlich alles dabei, was man braucht. Also absolut zu empfehlen, die Anlage, ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, und falls ihr noch kein Abo habt, Abo dalassen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!